Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Cry Precision, der Airlight SPC Plattenträger. Cry hat verschiedene Plattenträger im Angebot, den CPC, den AWS als schwere Plattenträger und den SPC und den JPC als leichte Plattenträger. JPC inzwischen schon in der Generation 2.0. Der JPC ist sehr beliebt, aber natürlich auch ein sehr, sehr leichter Plattenträger und tut sich dann auch sehr schwer mit Ladung. Also sprich, wenn ich ein Breacher bin oder irgendwas anderes Schweres auf dem Rücken transportieren muss, ist der JPC vielleicht die falsche Wahl. Der AWS ist dafür richtig, der hat ein Harness-System, wo wirklich dann auch Last übertragen wird, über den ganzen Körper verteilt wird und damit natürlich auch mehr getragen werden kann über längere Zeitraum. Und der SPC ist eigentlich genau die Lücke dazwischen, denn er hat auch ein ähnliches Funktionsprinzip, was wir euch gleich nochmal im Detail erklären. Normalerweise ist es ja bei Cry Precision so, dass man erstmal sagt, oh Alter, ist das teuer. Beim SPC ist es augenscheinlich erstmal nicht so, der Plattenträger selbst ist relativ günstig. Dann wird man aber sehr schnell eines Besseren belehrt, denn da ist auch nicht viel dabei. Bei einem JPC kriegt ihr ein Komplettpaket. Hier habt ihr im Endeffekt beim SPC, wenn ihr nur den Plattenträger kauft, nur das Vorderteil und das Rückteil. Da gibt es kein Panel für vorne, für Magazine oder für sonstige Sachen. Oder auch und natürlich auch kein Kammerband. Also das müsst ihr alles extra dazu kaufen. Dann seid ihr auch schon wieder bei einem Preis von einem JPC, aber nur mal so zur Info. Wie ihr sehen könnt, der SPC ist ein skelettierter Plattenträger aus Laminat. Hier habt ihr anstelle des Hyperlons beim JPC durchgängig Cordura Laminat über den ganzen Plattenträger, also ein sehr gut geeigneter Plattenträger für maritime Geschichten, weil hier das Wasser sehr gut ablaufen kann. Die Platte ist exponiert, das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn ihr da zusätzlichen Schutz wollt, ist das vielleicht nicht der richtige Plattenträger für euch. Ihr könnt es hier auf der Front sehen, hier schaut die Platte ein bisschen durch. Und natürlich auch hier an den Seiten, an den Rändern oben ist die Platte exponiert. Das ist einfach nochmal so zur Info. Ansonsten vorne vollflächig Klett. Einmal Molle oben, einmal Molle unten für die entsprechenden Cry-Zubehörteile. Unten kann man noch eine Verlängerung dranhängen und vorne werden dann einfach die Cry Plackards draufgepackt. Die funktionieren nicht so wie es inzwischen in der Industrie Standard ist, mit Fastex-Verschlüssen dran zu koppeln. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr von Excel Advanced einen Adapter kauft. Da kann ich gleich noch was zu erzählen, wenn ich hier oben zu den Teilen komme. Aber prinzipiell ist es so, dass man hier ein Panel hat, das dann einfach mit Molle, oh ist das hier fies mit Fusseln, Hakenklett zieht Fusseln an, kann man hier die Straps einmal durchfädeln oben, dann wird es oben fixiert und der Rest hält dann mit Klett. Für Kammerband auf und zu machen müsst ihr es dann jedes Mal einmal nach oben klappen und was bei Cry typisch ist, habt ihr unten noch einen Druckknopf, der dann unten am Plattenträger befestigt wird, einfach nochmal als zusätzliche Sicherheit. Oben auch nochmal 2 Reihen Flauschklett, falls ihr mit Patches arbeiten wollt. Ansonsten passt hier auch wunderbar ein Juggernaut-Case hin oder hier so eine Admin-Pouch, die nimmt dann den kompletten Raum ein und nebendran habt ihr dann nochmal Platz für Zubehör. Was Cry hier leider vergessen hat oder in unseren Augen falsch gemacht hat, ist dieser Seitenschlitz hier. Hier unten ist ein Schlitz, aber oben ist kein Schlitz. Ja, bedeutet, ihr habt eigentlich keine Möglichkeit, ein PTT zu befestigen. Es sind hier Schlaufen vorgesehen, um auch mit Fastex-Verschlüssen Panels anzuhängen. Die sitzen dann aber relativ hoch. Aber diese Schlaufe kann dafür genutzt werden, wenn ihr hier einfach mit einem Bungee und einem Kordelstopper arbeitet, dann könnt ihr hier ohne weiteres PTT dran befestigen, damit der dann hier irgendwie ein bisschen hält. Der wird dann nochmal durch die Admin-Pouch gestützt. Also das wäre eine Möglichkeit, wie ihr das machen könntet. Ansonsten, wie ich es schon vorhin gesagt habe, Excel Advanced bietet euch neben den Adaptern für die Panels hier auch einen Adapter für den SPC, wo ihr das Ganze dann ein kleines Stück nach unten rücken könnt, denn die normalen Clip-on-Panels sitzen dann beim Cry leider ein bisschen zu weit oben. Das rückt das Ganze ein bisschen nach unten und ihr kriegt nochmal Loops für den PTT. Das wäre nochmal die Variante. Ansonsten Kammerband tragen möglich, klar. Sage ich gleich was zu, wenn wir den Kammerband zeigen. Hier ist aber auch noch die Möglichkeit mit diesen 4 Tabs an der Seite, das Ganze ohne Kammerband zu nutzen. Dann könnt ihr mit Sideplates, Pouches und Gurtband im Endeffekt euch so eine Art Harness bauen. Das wäre möglich, hier den Plattenträger so zu nutzen. Und natürlich ansonsten, wenn ihr den
Kammerband benutzt, wäre der Plattenträger so nutzbar wie alle anderen Plattenträger auch. Ihr nehmt ein Kammerband, klettet den hier fest und dann macht ihr obendrauf eure Platte. Die Spezialität beim SPC ist allerdings, dass er eine Lastenübertragung mit dem Kammerband bietet. Der Kammerband ist nämlich strukturiert, das heißt, er hat eine Formsteifigkeit horizontal, das zeige ich euch gleich, wenn wir den Kammerband zeigen, und der wird dann hier eingeschoben zuerst. Ja, das heißt, ihr habt hier an der Seite unter dem Klett nochmal einen Einschub und da geht dann genau der eigentliche Plastikarm oder die Plastikschaufel vom Kammerband geht dann da rein, wird dann unten drunter fixiert und dann einfach nur noch mal mit dem Klett gehalten. Und dadurch habt ihr quasi einen Ring um euren Körper gebildet, der super gut die Last aufteilt zwischen dem Vorderteil und dem Rückteil. Apropos Rückteil, einmal die Rückseite des Ganzen. Hier habt ihr vollflächig Mesh. Das Ganze steht hier auch ein bisschen ab bei den Platten, die wir nutzen. An der Seite ist elastisches Material verwendet. Das kommt uns auch in Deutschland sehr zugute, denn bei Plattenträgern hat man ja oftmals das Problem, die richtige Größe der Platten zu finden. Normalerweise ist es so, ein M-Plattenträger nimmt auch Sapis in der Größe M auf. In Deutschland gibt es aber hauptsächlich dann 30 x 25 Zentimeter Platten und wie hier auch vom Best Protection 30 x 25 und die passt hier auch in den M-Plattenträger problemlos rein. Genauso verhält sich es natürlich dann auch mit größeren Größen. Das Ganze wird unten eingeklettet, auch hier wieder Standard der Industrie, Flauschklett an der Rückseite, Hakenklett an der Flappenseite. Dadurch kann ich dann auch ganz normales Standardzubehör nutzen, wie zum Beispiel Dengler von Spiritus, Ferro, wie sie alle heißen. Das Lasercut ermöglicht euch natürlich auch total toll Kabel verlegen zu können. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel hier für einen Admin-Pouch für euer Handy eine Powerbank unten im Dengler transportieren wollt, könnt ihr das Kabel einmal unten durchführen und hier dann durch die Schlitze rausführen. Genauso auch überschüssiges Kabelmaterial vom Funkgerät kann dann hier einfach in die Schlitze geschoben werden und da verstaut werden. Also da habt ihr wirklich an jeder Stelle eigentlich immer irgendwo einen Schlitz, wo die Kabel untergebracht werden können. Die Schulterträger haben automatisch oder beziehungsweise von Werk ab schon die EDOFs mit dabei, die man beim JPC extra kaufen muss. EDOF bedeutet Emergency Abwurf, sage ich mal. Das geht einmal mit dem Kammerband, das zeige ich euch, wenn der Kammerband kommt, und einmal hier an den Schulterteilen. Das ist eigentlich ein ganz simples Prinzip, nämlich ihr habt hier einfach ein Stück Gurtband, das hinten am Klett einmal umgeschlagen ist und das geht bis nach vorne. Hier vorne ist dann ein T-Stück zum Ziehen. Das heißt, wenn ich hier ziehe, dann passiert Folgendes. Das Klett rollt sich quasi dann ab vom Hinterteil und dadurch lösen sich beide Teile, Front- und Rückenteil, auseinander und das war's. Und das funktioniert auch mit den mitgelieferten Schulterpolstern. Das sind ganz einfache Softshell-Polster, die hier drüber gezogen werden und dann peelt sich da der Klett vom Hinterteil ab und zieht sich nach unten. Optional gibt es hier noch dazu die Airlight Funkgerättaschen, muss man einzeln kaufen, kommen nicht im Set. Die haben hier nochmal einen Schlitz, der dann im Endeffekt hier die Aussparung freilässt, um die Schaufel vom Kammerband durchschieben zu können, damit dann wirklich das Funkgerät auch hinterm Kammerband sitzt. Funktionieren übrigens auch sehr gut mit anderen Gegenständen, Magazinen, Puckhauben oder was auch immer. Bungee ist mit dabei, um hier das Ganze von der Sicherung nochmal zu realisieren. Und wie ihr hier sehen könnt, sind hier auch verschiedene Schlitze. Das heißt, ihr könnt auch die Geräte in der Höhe ein wenig justieren. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, gerade hier mit den großen Funkgeräten, die am Körper dann schon mal drücken können. Die kann man dann wirklich von der Höhe hier exakt positionieren. Also selbst wenn der SPC euch nicht zusagt, die Funkgerättaschen sind auf jeden Fall Gold wert. Gibt es ja auch extra zu kaufen oder nur extra zu kaufen, von daher passt das. Die Rückseite des SPC ist komplett skelettiert. Da habt ihr oben nochmal 3 Reihen Klett für Patches. Ansonsten ist die Platte hier komplett exponiert. An den Seiten sind Zipper vorhanden für die Crye Zip-On-Panels. Wislon 10 Zipper sind das. Das heißt, es ist auch kompatibel mit Direct Action Gear, Templars Gear und wie sie alle heißen. Also gibt es eine hohe Kompatibilität zu anderen Herstellern, um da auch nochmal andere Zip-Ons zu ermöglichen. Die Rückseite der Schultergurte ist genauso ausgeführt wie vorne auch, nur dass man hier hinten nochmal 2 Tabs hat, wo ihr auch Fastex-Verschlüsse anbringen könntet, um zum Beispiel einen Rucksack direkt anzuklippen. Und ansonsten wird hier nur noch der Kammerband durchgeführt. Beim Kammerband ist es so,
Ihr könnt entweder einen ganz normalen Dreiband-Kammerband von Crye Precision nehmen. Dafür sind auch 3 Schlitze vorhanden. Nämlich hier an der Seite zu sehen. 1, 2, 3 bis hier oben hin. Das heißt, hier würde normalerweise der Dreiband-Kammerband sitzen. Beim SPC gibt es noch eine Besonderheit und das schätze ich sehr. Denn normalerweise ist es ja so, die Platten sitzen ja nicht genau in einer Linie am Körper, sondern die hintere Platte sollte immer ein bisschen höher sitzen als die vordere Platte. Der Kammerband macht das natürlich dann nicht immer so einfach. Und gerade jetzt, wenn man hier einen strukturierten Kammerband hat, der keinen Widerstand oder keine Biegung in sich gibt, dann kann ich natürlich darüber nicht mehr steuern, sondern wenn das ein gerader Strich nach vorne ist und die Platte hinten gerade ist, dann wird die vorne genau auf dieselbe Höhe gezogen. Und genau aus dem Grund hat Crye hier unten nochmal 2 Molleschlaufen mit angenäht, um den Kammerband eins nach unten versetzen zu können. Das geht sowohl mit dem Dreier als auch mit dem Zweier. Der Dreier wäre dann quasi von hier nach hier versetzt und der Zweier wäre von hier nach hier versetzt. Der Two-Band-Kammerband ist auch der speziell für den Airlight SPC vorgesehen. Es gibt auch einen normalen für den AVS, der hat aber keine Struktur. Also Achtung, wenn ihr den Kammerband kauft, schaut, dass es der Airlight SPC Kammerband ist. Der ist speziell für diesen Plattenträger und auch notwendig dafür. Das Einfädeln ist wie bei Crye immer Pain in the Ass. Das ist wirklich eklig, das da durchzufädeln und dann die richtige Länge zu finden für einen selber, um dann hier auch mit dem Bungee noch ein bisschen Spiel zu geben, damit das Ganze auch nachgibt und ein bisschen elastisch ist. Aber wenn ihr es dann endlich mal auf eure Größe geschafft habt und dann passt, dann kann man das ja auch immer so lassen und das ist eigentlich eine sehr coole Sache. Dann geht es mal weiter mit dem Zweiband-Kammerband. Den habe ich hier schon ein bisschen bestückt mit Taschen. Besonderheit bei Crye und bei den Zweiband-Kammerbands ist natürlich einmal, wir haben auf der Außenseite Molle und auf der Innenseite haben wir Flauschklett. Das ermöglicht uns, die komplette Crye SPS Suite zu benutzen, also alle Taschen, die hier hinten nochmal eine Öffnung haben, die können dann einfach hier über die Schaufel vorne drüber geschoben werden, damit ich jederzeit und schnell, ohne die in Molle einschlaufen zu müssen, hier das Ganze durchfädeln kann. Und hätte ich jetzt nicht hier schon alles mit Taschen vollgebombt, hätte ich jetzt hier die Tasche, kann ich die jetzt hier wirklich über die ganze Fläche frei verschieben, wird dann mit Klett einmal festgedrückt und habe dann damit die Möglichkeit, Taschen überall positionieren zu können und schnell wechseln zu können bei Bedarf. Ansonsten ist es auch ein Dual-Molle-System. Das heißt, ihr habt außen Molle und auf der Rückseite, wo der Flauschklett ist, auch nochmal Molle. Das heißt, ihr könnt Molletaschen außen und innen anbringen. Das ist auch nochmal eine sehr feine Sache. Wie hier zu sehen, in der Mitte hier habe ich mal eine Blue Force Gear 10-Speed Tasche draufgepackt und auf der Rückseite ist per Molle die 6x6 Seitenplatte, ohne Platte allerdings im Moment, angebracht. Das gibt euch nochmal die Möglichkeit, hier anders zu konfigurieren, so wie ihr das braucht. Sehr, sehr schön gelöst hier ist, wie gesagt, die Struktur, denn innerhalb dieser beiden Molleschlaufen ist hier ein Tegris-ähnliches oder Carbon-ähnliches Material, was eine Steifigkeit gibt. Das heißt, ihr könnt hier in die Richtung alles bewegen, aber in die andere Richtung, horizontal, ist alles steif. Das gibt nicht nur den Ring, der euch fixiert, den Körper fixiert quasi einfängt und die Last gut verteilt, sondern das hilft auch natürlich, wenn ihr hier schwere Gegenstände dran befestigt habt oder Seitenplatten nutzt, dass da der Kammerband nicht durchsackt. Also sehr, sehr cooles System. Sieht man immer häufiger in letzter Zeit. Excel Advanced hat's, bei TT kommt's, bei Ferro Concepts gibt's einen. Also das hat auf jeden Fall Zukunft. Von daher solltet ihr euch damit auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Der Kammerband selbst wird vorne in die Plattentasche an der Frontplatte eingeschoben. Hier vorne ist einmal der Klett und hinten dran ist eine Schaufel. Der Kammerband wird mit dem Frontteil verbunden, indem hier einmal die Schaufel unter das Klett geschoben wird. Das heißt, hier ist ein Spalt, da schiebe ich die Schaufel einmal ein, dann wird hier die Klettlasche drauf gesichert und jetzt könnte ich noch oben drüber mein Panel festmachen. Das habe ich, normalerweise wird das eingeschlauft, ich habe es jetzt natürlich nur mal oben drauf gelegt und damit habe ich dann das ganze System verbunden.
kann ich dann auch, um es einfacher zu machen, immer fix auf einer Seite fest dran lassen und nur auf der anderen Seite öffnen. In der Regel macht man das so, da wo das Funkgerät ist, lässt man immer alles verbunden und geht dann nur auf der anderen Seite rein und damit hat man das dann. Wenn ihr euch fragt, wozu diese Bänder hier gut sind, das ist der Notfallabwurf für den Kammerband, ähnlich wie auch hier oben das Prinzip. Da wird auch einfach der Klett dann abgetrennt quasi. Ihr habt hier vorne einmal eine Möglichkeit, das Ganze so zu setzen, wie ihr das braucht. Könnt ihr auch komplett nach innen verlegen, wenn ihr sagt, ich brauche so einen Quatsch überhaupt gar nicht. Und hier habt ihr einen Griff. Der Griff schaut dann im Idealfall hier neben seitlich hinter der Magazintasche hervor und kann dann bei Bedarf einfach gezogen werden. Damit reißt ihr dann den Klett ab und anschließend wird die Schaufel getrennt und damit ist der Kammerband vom Plattenteil getrennt. Das war die Vorstellung des Crye Precision Airlight SBC Plattenträgers. Wir finden, Crye ist es da wirklich gelungen, die Lücke zu schließen zwischen dem JPC und dem AVS. Ein Plattenträger, der super leicht ist, sehr luftig ist, sich auch in warmen Gebieten sehr gut tragen lässt, aber trotzdem einen Teil der Lastenübertragung aufgrund des speziellen Kammerbandsystems übernimmt. Von daher alles richtig gemacht. Ihr bekommt den Crye SBC beim Empyrean Store. Der Link ist unten eingeblendet. Wie findet ihr den Plattenträger? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.